Und ich finde interessant, was du gesagt hast über dieses meine Forschung ist alleine, Mhm. weil wessen Forschung ist nicht alleine? Auf einer Ebene, weißt du, wir machen so viel spirituelles Kuscheln in diesen Sanghas und in diesen Cliquen und in diesen Gruppen und in diesen Methoden und rund um diese Lehrerinnen und Lehrer. Und am Ende des Tages glaube ich, dass sich ganz viel an diesem Zusammenhalt von spirituellen Communities nicht wirklich daraus ergibt, dass wir da so eng zusammenhalten, sondern daraus, dass wir wahnsinnig herausgefordert sind mit dem Maß an Einsamkeit, das einfach niemand uns abnehmen kann. Am Ende des Tages ist es wirklich egal, mit wie vielen tausend Menschen gleichzeitig ich jetzt meditiere, mein Bewusstsein erweitere oder sonst was. Ich muss mich ernst nehmen. Und das ist ein Job, den ich in brutaler Einsamkeit mache. Und ich weiß nicht, ob ich an diesem Punkt so ein besonders schwerer Fall bin oder ob ich es nicht mitkriege und alle darüber reden oder ob man zu wenig drüber redet. Aber dieser Aspekt, wenn es um Mystik, um Bewusstseinserweiterung geht oder Ausdehnung, dieser Aspekt, sich selber so ernst nehmen zu müssen. Sich selber als Mensch, als kosmisches Großereignis, als was anderes, als das, was ich dachte zu sein, sich selber so ernst nehmen zu müssen in Erfahrungsräumen, die sehr anders sind als gewohnt, sehr anders als erwartet und die auch mh, sehr brutal sind in ihrer Kombination aus Feinstofflichkeit und Kraft gleichzeitig. Und in all dem darf ich mir nicht von der Seite weichen, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, in diesen Gefilden, wo wir von unserem Bewusstsein in Räume getragen werden, jenseits des Normalen, erlebe ich die Angst, die, ich sag mal, berechtigte Angst, nicht vor dem, was jetzt von außen auf mich zukommt, sondern von dem, was ich mir jetzt antun könnte, indem ich mich jetzt verlasse. Wenn ich jetzt entscheide, dagegen zu gehen, wenn ich jetzt entscheide, es zu bekämpfen, wenn ich jetzt entscheide, mich im Stich zu lassen, dann kreiere ich das Chaos, den Zusammenbruch, den Riss, den ich nicht haben möchte. Also es gibt wie eine verschärfte Wahrnehmung für diese alte Weisheit, so die größte Feindin bist du selbst. Dir bist du die größte Feindin. Und insofern habe ich das Gefühl, dieser Einsamkeitsjob ist ein Job wie so als Seiltänzerin, alleine in diesem Balanceakt. Es kann niemand neben dir her balancieren, um es sicherer zu machen. Im Gegenteil, dann wirst du fallen. Und du musst aber den ganzen Tag bei jedem Schritt in allem balancieren können. Auf eine Art kannst du nicht schlafen. Du kannst wirklich nicht schlafen dafür. Du kannst doch nichts delegieren. Also du hast jetzt Ja, das Bild von der genau. Seiltänzerin genommen und ich habe eben, als du gesprochen hast, ein Bild von so Serpentinen gehabt, also von so einer Straße, die halt, ja, wo du auf die eine Seite nicht fahren kannst, weil da der Abgrund quasi nach oben geht und auf der anderen Seite geht der Abgrund nach unten und du musst halt hochkonzentriert sein und auf diesem Punkt bleiben. Und was heißt dieser Punkt? Also was heißt dieser Punkt eigentlich in unserer Menschenwelt, in dieser Kultur, in der wir beide jetzt sprechen? Das kann, also da bringt das halt überhaupt nichts, gerade wo du auch vom Alltagsgeschehen sprichst, dass man da auf diesem Seil auch bleiben muss in jeder Situation und nicht nur in der Situation, in der man Praxis macht, sondern auch, was du öfter erwähnst, alles ist Praxis. Und wenn man da die Praxis nicht erkennt, dann bringt es halt auch nichts. Also es bringt natürlich irgendwie was, aber es ist nicht das, worum es geht, ähm, wenn man sich an den Dingen lang orientiert, die wirklich diese unsichtbaren Wege sind, die wirklich diese unsichtbaren individuellen Pfade sind. Und das, also es gibt niemanden, der dir die Hand halten kann und es gibt niemand, auf den du dein Gewicht lehnen kannst, weil du musst ja diesen Balancepunkt in dir finden oder ich in mir, ist egal, um wen es jetzt geht. Und das ist ja, also du sagst, man kann nicht schlafen. Ich überlege gerade, weil es könnte halt so, also es ist ja keine Hypervigilanz oder sowas. Es ist ja ne, keine, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich einen falschen Schritt mache? Es ist eine Angst, die sich aber irgendwie verwindet mit diesem Fokus und mit diesem Hochkonzentriertsein, der ja auch Spaß machen kann, der ja Stolpern erlaubt. Also du fällst letztendlich natürlich nicht in den Abgrund, aber dieses Gefühl, es tun, also dass es passieren kann,
wenn man jetzt nicht auf dem Punkt bleibt. Und es ist interessant, dass du Mhm. das Bild der Serpentinen reingibst, wo man entlang fährt, statt Mhm. auf dem Punkt zu sein und trotzdem vom Punkt redest. Denn es ist beides. Es ist auf dem Punkt zu bleiben, denn wenn du nicht auf dem Punkt bleibst, dann wirst du die Serpentine nicht entlang fahren. Aber auf den Serpentinen auf dem Punkt zu sein, bedeutet, sie langfahren zu müssen, weil da rumzustehen ist definitiv auf Serpentinen keine gute Idee. Und genau dieselbe Energie von zwei Dimensionen, die zusammenfließen als Einheit oder zwei Gegensätzen, die zusammenfließen als Einheit, erlebe ich, wenn du sagst oder wenn ich erstmal reingebe, du kannst nicht schlafen und du aber sagst, es ist ja kein Hypervigilanz. Genau, es ist der am tiefsten, tiefen, entspannte Zustand überhaupt. Aber er ist halt brennend präsent. Es ist halt eine brennende, immense Dringlichkeit, sozusagen noch präsenter als einfach nur an diesem Moment dran, damit ich ihn nicht verpasse. Es ist in den Moment eingeschmolzen. Es ist überhaupt nicht trennbar von diesem Moment. Und gleichzeitig ist es eben genau deshalb nicht eine Achtsamkeitsübung, wo ich jetzt ganz doll aufpasse, was passiert. Und das ist immer wieder, alleine das ist schon, finde ich, etwas, wo sich der potenzielle Riss oder das potenzielle Fallen in den Abgrund von Wahnsinn und Verrücktheit oder Psychose zeigt. Nämlich dieses, ich bin auf dem Punkt und deshalb rase ich mit Lichtgeschwindigkeit durch diesen Kosmos und durch diesen Prozess hindurch. Und was mich auch immer wieder fasziniert und das ist auf eine Art derselbe Aufguss oder dieselbe Figur nochmal auf einen anderen Aspekt des Erlebens angewandt, ist, dass sozusagen, ja, wir wachsen jetzt erstmal auf und denken, okay, ich bin Nina und ich bin Ilan, das haben wir dann irgendwie alle verstanden. Dann dämmert uns irgendwie, dass das ganz so auch irgendwie nicht ist. Und dann reißt dieses Ding auseinander. Und jetzt können wir das, was wir eigentlich sind oder was wir erinnern zu sein, lass uns sagen, das ist Essenz oder lass uns sagen, das ist Bewusstsein, ist ja egal. Oder es ist auf jeden Fall etwas, das sich nicht wie das vorherige durch Limitation und durch Käfigstäbe definiert, sondern es definiert sich eher durch ein sich konstant hemmungslos entgrenzen dürfen. Immer weiter und immer weiter. Und wenn wir das eigentlich sind, dann haben wir von dort aus mit all dem, was mir als Ilan jetzt, oh Gott, jetzt passiert dieses und jenes und ich schlingere hier rum, auf eine Art nein, gar nicht. Von der anderen, von der eigentlichen Seite aus, von dem aus, was ich eigentlich bin, ist das ja tiefste Ruhe, ist das ja tiefster Genuss, ist das ja eigentlich nur die Arme zu öffnen, um sich selber in das eigene offene Herz zu saugen. Das ist ja nichts weiter. Daran ist ja nichts anstrengend, nichts problematisch, nichts daran ist überraschend, nichts daran ist spektakulär, nichts daran ist neu, nichts daran ist wiederholt, nichts daran ist langweilig, aber auch nichts davon ist irgendwie in einer Weise einzigartig, dass man, was passiert denn jetzt hier? Und auch dort, finde ich, haben wir die Gelegenheit, so wie hin und her gerissen zu sein zwischen dem, von wo aus erlebe ich jetzt diesen Prozess? Wer erlebt jetzt hier eigentlich diesen Prozess? Wer ist denn überhaupt diejenige, die jetzt hier erlebt, sie muss gut balancieren, damit sie nicht runterfällt? Das ganze Ding in sich selbst zeigt noch, dass ich eigentlich schon runtergefallen bin, weil ich immer noch davon ausgehe, dass ich hier balancieren müsste, statt dass ich mal gerallt habe, es gibt nur einen einzigen Zustand. Freies Fliegen im freien Space. Und alles andere sind temporäre Spiele, die wir aus irgendwelchen Gründen lustig finden. Das Gehen, das Ertrinken, das Schwimmen, das Balancieren, das Scheitern, das Erfolg haben. All das sind temporäre Verdichtungen, die wir als Körper super interessant finden, die wir als Bewusstsein super interessant finden, die nicht das Ding von der Seite aus aufziehen, von der es eigentlich passiert. Und auch hier habe ich den Eindruck, wieder, wie gesagt, es ist dieser ewige Punkt, durch den wir die Serpentinen entlangfahren. Und es ist wie eine spirituelle Lehrerin, die ich sehr mag, die Sundari, die sagte mal, weißt du, es gibt nur eine einzige Sache, über die man wirklich reden kann. Und das ist die Hingabe. Und auf eine Art hat sich was in mir entspannt, als ich das gehört habe, weil ich gemerkt habe, stimmt, es gibt so viel, was einen so in die Bredouille bringen kann, mit dem, was man jetzt darüber wissen kann oder wissen müsste oder was da jetzt passiert und was man da jetzt beschreiben kann. Und sie sagte ganz schlicht, lass uns über eine einzige Sache reden, über Hingabe. Weil es ist wie, an der Hingabe, finde ich, darf ich mich relativ lange noch festklammern. Die Hingabe ist wie ein Motto oder eine Figur oder eine Attitude, die, die weiter trägt als alles andere, was ich bisher gefunden habe.
Und das ist immer natürlich eine bedingungslose oder möglichst bedingungslose Hingabe. Also es ist immer ähm, eine wahllose. Ja, weil es das nicht sein kann, wenn ich hoffe, dass dadurch etwas anders, besser oder irgendwie nach Ja. meinem Willen passiert. Also Hingabe. Wir sind jetzt bei diesem Bild mit dem Fahren und mit den Serpentinen und mit dem Seiltanz. Ähm, aber dann in diesem Bild könnte das sowas sein wie zurück aufs Rad. Mhm. Zurück aufs Rad und schauen, wo ich mich in die Kurve lehne, um halt irgendwie auf der Straße zu bleiben. Und es hat aber, also es gibt ein Problem an diesen Bildern, glaube ich. Und das ist sehr klug, dass die Lehrerin, von der du gesprochen hast, sagt, es geht nur um Hingabe, weil diese Bilder und alles andere, was wir dazu halt an Vorstellungsräumen öffnen können, die uns an irgendwelche Dinge erinnern, die wir halt als Körper dann erleben und als Individuen und unsere Geschichten bilden. Ähm, Das kann alles dazu führen, dass man sich halt in diesen Bildern versteigt und dann denkt, ah, okay, wenn ich das jetzt so und so mache, wie Ilan das gesagt hat, dann bin ich auf dem Punkt und ich soll ja auf dem Punkt sein, weil irgendjemand gesagt hat, dass es darum ginge. Das erinnert mich an etwas, was ich von Yuji Krishnamurti gelesen habe. Da versuchen die Leute ja auch ständig verzweifelt, diesen Mann zu fragen, wie er es in die Erleuchtung geschafft hat. Und er Mhm. sagt die ganze Zeit, es gibt keine Erleuchtung. Ja. Und also das mal erstens. Und das Zweite ist, wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann werden Sie irgendwie versuchen, sich das vorzustellen und das zu adaptieren, was ich gemacht habe. Und wenn man sich anguckt, was der gemacht hat, der ist irgendwie besoffen und verarmt durch, ich glaube, London irgendwie gestreift und hat irgendwie seine Familie zurückgelassen. Der hat halt irgendwann angefangen, warum auch immer, nichts mehr von dem zu machen, was ihm vorgeschlagen wurde, sondern einfach nur noch das zu machen, was gerade für ihn, warum auch immer, in welcher Form auch immer dran war. Und plötzlich ist was passiert. Und dann beschreibt er viele körperliche Zustände und so weiter und Phänomene. Und er sagt, es ist nur eine Sache, das Denken kommt in seinen natürlichen Rhythmus. Und ich weiß nicht, ob man das mit Hingabe verknüpfen kann, aber ich glaube, also es ist komisch, es ist das Sicherste, was man erleben kann, aber es ist trotzdem etwas, wo, wenn wir von woanders herkommen, die Furchtlosigkeit brauchen, zu tun, was jetzt auch immer das Wahrste ist, was wir erreichen können. Und ich glaube, das ist die Bewegung zurück aufs Rad. Mhm. Ob das schon Hingabe ist, keine Ahnung. Mhm. Aber Hingabe, ich glaube, es ist nicht, es ist auf jeden Fall keine Pose. Es ist halt nichts irgendwie, was sich in einer bestimmten Haltung zeigt oder in einem bestimmten körperlichen Zustand oder in einer Gesundheit oder was auch immer, Ekstase, wie man sich das, was man auch immer sich dann darunter vorstellt, sondern es ist dieses, ah, ich bin gefallen, okay, wieder zurück. Mhm. Mhm. Dieses sich zurückholen können. Das ist Das wie, ist, ja, nee, Verzeihung. das ist quasi wie immer üben, auch einsehen, dass man übt, Mhm. weil der Körper schlingert. Vielleicht ist das auch richtig so. Also Mhm. vielleicht braucht es beides, um diesen Puls zu erzeugen. Weißt du, was ich meine? Also du hast von dem Riss gesprochen, von diesem ewiger Fall durchs All und durchs Universum und dieser eine Punkt. Und dieser Punkt dehnt sich auch aus und ist auch anderes. Also es gibt auch immer dieses von sich abweichen, wieder zurück. Das ist, was ich beobachte. Ich kenne es nicht sehr lange, diesen Punkt zu erleben, diese Singularität. Und wenn wir jetzt mal, glaube ich, von diesen komischen, humorvollen Göttinnen und Göttern reden, die sich das alles hier ausgedacht haben, die finden das Schlingern sehr viel köstlicher, als das Ja. auf dem Punkt zu sein. Also tatsächlich dieses genau das Strudeln, genau das Abtauchen, genau das Vergessen, genau das sich wieder erinnern, genau das ist ja dieses Spiel, genau das ist ja das Köstliche, genau das ist ja das Ekstatische. Es ist ja nicht dieses, "Oh, ich hab's, von dort gehe ich jetzt nie wieder weg." Und da ist natürlich unsere Sprache das verräterischste und tragischste überhaupt. Weil in der Sprache ist es Bliss. Also bist du jetzt Liebe oder bist du jetzt nicht Liebe? Also bist du jetzt stille oder bist du jetzt nicht stille? Und alle Götter so, Gott, weckt mich wieder auf, wenn mal wieder irgendwas anderes passiert als dieser Gleichmut. Das heißt, wenn wir körperlich, tantrisch, mystisch auf dem Marktplatz wirklich mit echten Menschen, mit einem echten Alltag mitten in London, wenn wir so mit den Dingen umgehen, dann ist Hingabe, wie du sagst, weit jenseits von jeder Form. Es ist wirklich eher, also
ich meine, darauf reite ich vielleicht besonders rum, weil ich es besonders abgekriegt habe, aber ich glaube, das trifft auf relativ viele zu. Es ist, sich relativ konstant an dem Strom, an dem Saum der Demütigung festzuhalten oder daran zumindest zu orientieren, wirklich aufzugeben. Es hat ganz, ganz viel mit Aufgabe zu tun. Und ich kenne viele spirituell, intellektuell, bewusstseinstechnisch hochbegabte Menschen, bei denen ich sehe, verdammte Axt, okay, du bist noch jung, aber dein Leben hat dir auch wirklich noch nicht beigebracht, wie es ist, zusammenzubrechen. Und wenn du nicht zusammenbrechen kannst, dann weiß ich nicht, wie es gehen soll. Ich weiß nicht, wie soll der Riss dann kommen. Der Riss, um den es geht. Und an der Stelle, wie gesagt, das hatten wir auch schon, bin ich so dankbar, dass wir uns langsam auch in eine Zeit bewegen, in der wir den Rissen, die Menschen geschlagen werden durch Trauma, anders begegnen können, als nur mit über den Händen, über dem Kopf zusammengeschlagenen Händen und mit Therapie. Im Sinne von, das Trauma sollte möglichst wieder heilen. Natürlich gibt es ganz viele Ebenen. Du und ich wissen das sehr gut, wo es so heilsam ist, dem eigenen Trauma mit Heilungsmethoden zu begegnen. Und gleichzeitig ist Trauma eben auch einfach ein imposanter Riss, den nicht nur ich als Ilan erinnere, sondern den meine Zellen erinnern. Und meine Zellen erinnern, wie sehr Dasein noch da ist und wie Dasein auf eine Art nackt und direkt und real da ist, genau dort, wo ich gerade durchgerissen wurde. Und das macht Trauma spirituell gesehen unwiderstehlich. Unwiderstehlich talentiert. Unwiderstehlich attraktiv. Und ich bin sicher, dass das auch was ist, weshalb sich die Menschheit so mühsam nur von dem Leiden durch Trauma löst, weil es sich eben nur sehr, weil sie sich nur sehr mühsam vom Leiden bzw. vom Trauma selber löst, weil darin eben auch ganz viel Gold gehoben werden kann, nachdem wir uns nicht mehr auf die Suche machen, wenn wir alle nur weg vom Trauma wollen und weg vom Traumasog wollen. Und dann sind wir wieder bei dem, ich weiß nicht, wie du das von deinen Traumasymptomen kennst, aber ich weiß, dass es Punkte gibt, wenn ich an bestimmten Stellen meines Traumas getriggert bin. Ja, klar, ich reguliere mich, mache meine Übung für meinen Vagusnerv, kommuniziere in Ich-Botschaften, erde mich, reguliere mich rauf und runter, ja. Wenn das alles nicht funktioniert, dann gibt es einen Punkt, wo ich Lust habe, mich dem Sog in die Hölle mich hinzugeben. Und das ist natürlich ein Zeichen von, da ist Trauma noch nicht geheilt und es ist aber auch eine astreine Übung in Hingabe. Es ist, also da sind wir auch wieder bei der Hingabe. Dann dieses, okay, Tod, dann verschlinge mich. Aber ich will zumindest nicht irgendwann in 20, 40 Jahren sterben und dabei noch selber so tun, als würde ich das jetzt machen mit dem Sterben. Lieber jetzt und in dem Eingeständnis, ich werde eh gelebt vom Leben selber. Ich bin hier eh nicht in charge. Ich bin hier sowieso nur hingegossene Hingabe, die sich vorübergehend was anderes vormacht. Also in all dem, was wir problematisieren können und was wir psychologisieren und pathologisieren können, finde ich so wichtig, in der Essenz dessen immer auch die spirituell und die mystisch gesunden oder instinktsicheren Bewegungen zu sehen und die auch zu benennen, um auch in dem Riss das Licht und in dem Riss die durchschimmernde Gesundheit statt das aufgerissene Desaster abzubilden. Ich dachte gerade, es ist sowieso, es ist ein Irrglaube, um Trauma herumzukommen als Mensch. Ich denke, dass wir qua Geburt Ja, traumatisierte oder traumaanfällige Wesen sind. Und es gibt einen Riss, der ist wie ein Urriss. Und dann gibt es vielleicht verschiedene Geschichten, wo in menschlichen Nervensystemen, in der Vertrauensfähigkeit auf die Außenwelt nochmal ganz andere Dinge entstehen, andere Risse, Seitenrisse, Äste, ja, die eine eigene Form bilden, eine besondere Signatur bilden. Und also dennoch, ohne da irgendwelche Hierarchien aufzumachen oder sowas, ich glaube, dass es alle Menschen auf irgendeine Weise zu diesem Urriss zurückzieht und wir gleichzeitig vor dieser Intensität Angst haben. Natürlich, weil wir eben nicht wissen können,
wie sehr sie uns verschluckt. Es gibt auch nicht viele Leute, die uns das vormachen, da in diese Höllen zu gehen. Ich glaube, wir gehen in die Hölle, wenn die Geschichte, also wir gehen in die Höllen, wenn die Geschichte erzählt ist und wenn die Geschichte nicht mehr funktioniert, mit der wir uns irgendwie auf einen dosierten Abstand halten können. Zu diesem Riss, zu diesem Arm, zu diesem Ast, wo diese Intensität, das Licht, das, was da zu holen ist, ähm, wo das irgendwie da ist und uns irgendwie anlockt. Und dann ist, ich glaube, die Intelligenz im Umgang mit Trauma, der informiert ist und der ein bisschen geübt ist und der halt das auch körperlich vor allem erlebt und da auch diese Eigenverantwortung entwickelt, weil du bist dann dein eigener Profi, du bist dein eigener Experte. Niemand kann dir sagen, wie nah du Kommst jetzt dir wirklich an sehr deinem Riss bist. professionell vor und gut Ja, vorbereitet. genau. Also da gibt es keinen Fragebogen, den du beantworten kannst, dann sagt dir jemand, welchen Abstand du jetzt zu deiner Hölle hast. Aber es ist sehr klar, wenn man es innerlich macht, als Prozess und wenn man es erlebt. Ähm, und ich glaube, wenn die Geschichte nicht mehr funktioniert, dann kommt dieser Sprung, kommt dieses alles klar rein. Mhm. Ja. Und das ist etwas, das, ähm, weißt du, ich glaube nicht, dass man das irgendwie ausschöpft, vielleicht Teile, vielleicht gewisse Becken, aber das, wo es immer wieder nachfließt und immer wieder nachreißt, das ist so eine schlechte Nachricht, aber vielleicht auch nicht, aber das kommt immer wieder nach, es reißt immer wieder nach. Mhm. Also qua Existenz, qua Dasein als Mensch. Mhm. Und wir können den Menschen, glaube ich, ohne diese Disposition wirklich zu begreifen und damit ähm, in einem spürbaren Kontakt zu bleiben, können wir den Menschen niemals verstehen. Wir können noch so viele anthropologische Forschungen machen, Sozialforschung. Wir verstehen immer nur einen Menschen, wie er seine Geschichte über sich selbst zu einem bestimmten Zeitpunkt erzählt, Ja. wie er sich quasi von diesem Riss eigentlich ablenkt. Also wir kennen immer nur die Schlaufen, immer nur die Geschichten. Aber ich glaube, ganz zentral ist für den Menschen und warum er überhaupt diese Geschichten macht. Das mit den Göttern weiß ich nicht. Ich habe keinen Zugriff auf diese Welt, aber ähm, den Menschen eigentlich immer nur in diesem Verhältnis zu verstehen, öffnet eine ganz andere Sichtweise auf alle Geschichten. Und damit gehst du eigentlich lang, wenn du in dieser Einstellung bist und hast eine Schere in der Hand und schneidest halt diese Schlaufen auch irgendwie mal ab. Und also das passiert automatisch. Weil ich glaube, durch eine Präsenz, die mit diesen extremen Intensitäten in Berührung bleibt und auch daraus anders wesentlich handelt. Jetzt könnte man sich überlegen, ob das Wesen eigentlich im Riss sitzt und da halt auf uns wartet oder ne, diese Gestalt ja sowieso unbewusst unsere Entscheidungen die ganze Zeit prägt. Also warum sie nicht dann ernst nehmen? Dann nehmen wir halt nicht unsere tolle Funktion oder wie gut wir dastehen, unsere Pose ernst, sondern halt dieses Wesen, was eigentlich ein Schattenwesen ist, aber eigentlich das Leuchtendste, was es gibt, weil es halt in der Dunkelheit, ähm, ja, das alles, wie könnte man sagen, eigentlich erfüllt. Also wir sind dort am erfülltesten, wo wir die größte Leere fürchten. Aber es gibt die Vorräume und ich glaube, wir haben Schreckgespenster und innere Wächter eingebaut in diesen Vorräumen, die uns davon abhalten, in den richtigen Raum, also in die richtige Hölle zu gehen. Ja. Oder vielleicht ist das dann auch Ich gar habe mich in der falschen Hölle verlaufen, was sich für mich nach der richtigen Hölle anfühlt. Meine Situation ist suboptimal. Ja. aber ist es nicht so, dass quasi der Sturz in die Hölle, das ist alles höllisch, aber die Hölle verändert sich durch deinen Sturz. Also dadurch, dass du reingehst, verändert sich ähm, du kontaminierst das Hm. mit Bewusstsein. Den Eindruck habe ich schon. Es ist interessant, dir zuzuhören und auch wie verführerisch dazu gar nichts in einer irgendwie anderen Sprache zu sagen, weil das Worte finden für das, was nicht gesagt werden kann, in sich ein unglaublich potenter Prozess ist. Unglaublich schöpferisch, unglaublich wichtig auch. Also sozusagen mit den Worten an den Saum, an den Rand bis zum Horizont der Sprache zu gehen und zu schieben und zu wollen und zu dichten und zu singen und zu fluchen, ist das Beste, was Sprache passieren kann, ist das Beste, was unserem Sprachgehirn passieren kann, ist das Beste, was Menschen passieren kann, die andere Menschen reden hören, ist wirklich dieses so, okay,
versuch nicht die Worte zu verstehen. Krieg die Energie, in der mein Brain in diesem Moment ist und tune dein Brain auf mein Brain ein. Und dazwischen werden jetzt Worte rumglitzern. Das ist nicht der Punkt. Und das ist ein sehr, sehr körperlicher Prozess. Also kurze Fußnote bis nur dahin. Ich mache ja irgendwie seit Jahren, weißt du ja, rauf und runter hier irgendwie Körperarbeit, 5 Tage am Stück, den ganzen Tag und so weiter. Und das ist alles, ja, klar. Dann ist man in der Mittagspause ein bisschen K.O. Wenn wir über dieses Stretching von Bewusstsein im Nervensystem reden. Reden in einer Weise, dass wir die Energie nicht verraten, sondern sie wirklich durchwalken durchs System. Das ist das, wo ich angefangen habe, im großen Stil kiloweise Elektrolyte zu bestellen vor den Seminaren, um meine Seminarteilnehmerinnen damit systematisch zu füttern, damit wir das überhaupt aushalten. Sozusagen, da wird wirklich Magnesium gebraucht. Also es hat was sehr, sehr Viszerales. Und wenn ich jetzt aus meiner Sprache das wieder nebenstelle, was du gesagt hast, dann ist es eben exakt auch wieder die Austauschbarkeit. Ist Trauma Kontraktion oder Riss? Wir können uns nicht entscheiden. Man kann sich nicht entscheiden, ob Trauma eine Kontraktion ist oder ein Riss. Aber die ganze Tatsache, dass hier Menschen rumlaufen, die sich mit ihrer Identität beschäftigen, die etwas mit der Idee von Identität anfassen, beweist, dass sie in der Basis selber ein Traumasymptom sind. Sozusagen Bewusstsein selber hat sich kontrahiert. Bewusstsein selber hat sich durchgerissen, hat sich sein eigenes Wissen über sich selbst aus dem Herz gerissen vorübergehend, um als diese kleine isolierte Zelle, als dieses Partikelchen hier halt ein paar Jahrzehnte irgendwie rumzumachen und Erfahrungen zu machen in einer Einzigartigkeit, die so nicht wären, wenn ich die ganze Zeit mir selber mit meiner Wahrheit ins Gesicht leuchten würde. Und insofern passt so zu den Figuren, die du reinwirfst, passt so was Wissenschaften des Bewusstseins, die es im Yoga, im Tantra, in Indien und so weiter seit Tausenden von Jahren gibt. Das ist ja gut kartografiert. Das ist halt alles kartografiert in der Sprache und kommend aus einer Zeit, in der die Challenges, die Verschrobenheiten, die Kontraktionsmuster anders angelegt waren und anders aussahen, in denen die Körper nicht durch Glyphosat auch noch mit belastet waren und so weiter. Das heißt, wir haben viele Parameter, die sich verändert haben und trotzdem haben wir immer noch dasselbe Design als was ist ein Mensch? Und wir haben immer noch dieselbe Unentscheidbarkeit. Ist es diese kleine kontrahierte Zelle, die in sich als Trauma sich von sich selbst getrennt hat, sich selbst geopfert hat, um daraus eine Erfahrung mit vielen Farben zu machen? Oder ist der Mensch ein unbedingt von Grenzenlosigkeit, von Maßlosigkeit, von Unendlichkeit durchflossenes ewiges Wesen? Auch das können wir wie nicht wir können es nicht entscheiden. Und ich habe tatsächlich immer wieder diese Berührungspunkte im Erleben, wo ich merke, wenn wir uns hingeben, dann ist das zum einen so, das ist so ein Eingeständnis an die finale Hilflosigkeit. Das ist nicht, oh, jetzt bin ich schon die ganze Zeit mit dir präsent gewesen, du vertraust mir immer noch nicht. Süße, wie lange warst du mit ihr präsent? 3 Stunden? 30 Stunden? Seit 3 Jahren mit ihr präsent. Die hat vielleicht 6000 Jahre Trauma auf dem Buckel. Sei 3 Jahre mit ihr präsent und schau, was dann passiert mit ihrem Vertrauen zu dir. Sei vertrauenswürdig. Also es gibt wie Hingabe, Präsenz, Nichtwissen, die eigenen Waffen fallen lassen, was so einen Raum aus tiefster Geduld braucht, so einen Raum aus blindem, besinnungslosem, verzweifeltem Vorschussvertrauen. Es ist wie, wir geben uns einen Prozess hin, von dem wir nicht glauben, dass es ihn gibt, von dem wir nicht glauben, dass es ihn für uns gibt. Wir geben uns einer Göttin hin, bei der wir große Zweifel haben, dass es sie überhaupt gibt oder für uns geben möchte, dass sie auf uns wartet. Und in all dem sich trotzdem hinzugeben, ist eben diese maximale Weichheit und Auflösung. Und gleichzeitig ist es ein so brennendes Aufstampfen. Ich verlange, dass Gott existiert. Und wenn es das Einzige ist, was ich verlange, aber ich verlange es so sehr, dass ich mit der Wucht meines Verlangens Gott existieren machen kann. Und wenn es das braucht, auch existieren machen werde. Es gibt immer wieder, finde ich, eine Unentscheidbarkeit. Hat Göttin die Menschen gemacht? Oder haben die Menschen die Göttin gemacht? Es ist nicht entscheidbar. Es gibt in der Hingabe eine solche
Brutalität, eine so besinnungslose, absolute Kampfansage von ich werde gewinnen. Das hier werde ich nicht gehen lassen. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie viele spirituelle Talente kennengelernt, die irgendwie, keine Ahnung, ihren Tee irgendwo trinken und Rattazong geht ihr Herzchakra auf und sonst was. Die haben alle meinen Neid. So bin ich halt nicht. Ich bin halt wirklich einfach jahrzehntelang durch die Wüste gelatscht und habe halt einfach nur gesagt, mir höre ich halt nicht auf zu latschen. Einen weiteren Tag rumlatschen schaffe ich auch noch. Und es ist diese unbedingte dieses unbedingte schöpferische Potenzial, was sich als der eigene Innenraum enthüllt, in dem wir nicht mehr von der Hingabe weichen, das ist für mich einer der interessantesten Umschlagspunkte und auch einer der interessantesten Definitionspunkte von dem, was überhaupt ein Mensch ist. Und dann genau wie du sagst, es ist wie in der Sprache und in meinem Horizont ist es immer ich, Ilan, plus die Liebe, plus das Bewusstsein, und es ist halt nicht so. Es ist halt wirklich, Ilan wird ausgetrunken, aufgesogen, aufgelöst und durch den Riss schimmert das, was du dann auch noch in der Verlegenheit als Wesen beschreibst, was aber das erste wirkliche spektakuläre, erwähnenswerte Nichtwesen ist. Es ist das, es ist das, was hindurchbricht, weil niemand mehr da ist, der den Riss oder die Lücke sofort wieder mit irgendwas stopfen kann. Ja, und das ist, was sich von unten ausbreiten will und expandieren will, wenn man es geweckt hat. Es ist, also vorher sind zu viele Schichten da, da spürt man es nicht so, da identifiziert es nicht als das. Oder die Bewegungen aus dem Ei sind nicht so vehement, wie sie dann irgendwann werden, wenn man das Feld drumherum eher auflockert und auch mal Referenzerfahrung gemacht hat von aufgelöst sein und was das heißen kann. Und da dieses sich zur Person oder zur Identität, zum Individuum wieder zusammenzureißen, oder sagen wir Identität, ich glaube, das ist ein gutes Wort für diese Hülle. Diese Kontraktion macht spürbar, also ich glaube, ja, Identität ist ein Traumasymptom und es ist eine Kontraktion. Solange du es aber als Kontraktion noch identifizieren kannst und merken kannst und spüren kannst und auch diesen Kampf der Kräfte spüren kannst, bist du eigentlich ja nicht mehr traumatisiert. Das Trauma ist, das nicht wahrzunehmen. Und das wäre jetzt oder würde ich gerne wissen, wie du dazu denkst, das kann die Einheitserfahrung sein. Das kann das Erschaffen der Göttin sein oder das Gefühl, die Göttin zu sein. Das kann es sein, zu glauben, man hat kein Ich mehr. Also vielleicht erleben Menschen das wirklich so, keine Ahnung. Aber dieses wirklich über Jahrzehnte hinweg, ohne Ich, das ich verteidigen muss, ohne Individuum sein, ohne auch diese Kränkung fleischlich zu sein, die ja nicht nur eine Kränkung ist, sondern eben auch die Quelle von dieser Erfahrung eigentlich oder von dieser wesentlichen Erfahrung ist. Aber ich weiß nicht, ist es ein Coping-Mechanismus oder ist es eine richtige Erfahrung? Das ist dieses Unentscheidbare. Aber solange du beides spüren kannst, bist du, glaube ich, mit dem Bewusstsein auf beiden Seiten und streichst nicht durch, dass das hier eine reale Erfahrung ist und dass der Körper real ist und dass das Ich kämpft, damit eins zu sein. Und gleichzeitig streichst du nicht durch, dass es auch die andere Seite gibt und die andere Möglichkeit der Erfahrung und die andere Kraft. Und ich glaube, Hingabe kann auch daran bestehen, diese Spannung auszuhalten und mit dieser Spannung eben das Partikelchen Ilan zu sein, das auch irgendwie seine Geschichte erfüllt und das nächste Partikelchen anstößt. Ich glaube, das ist auch Hingabe, weißt du? Also dieses, okay, dann erzählen wir halt unsere Scheißgeschichten. Ob das für irgendwelche Götter zur Belustigung ist oder nicht, da kommt noch eine neue Frage bei mir. Ich weiß nicht, ob das dann zu viel ist, aber ich bringe sie noch mal mit rein. Ist es Teil unserer Geschichten, sich für Trauma zu interessieren und in den Riss reinzuwollen? Oder versuchen wir zu glitschen? Versuchen wir das Spiel zu unterbrechen? Und warum wollen wir das? Weil ich weiß, ich will das. Ich will, dass das aufreißt. Ich finde das Spiel unerträglich. Oder wenn ich es unerträglich finde, geht's rein. Aber weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, unsere Sprache orientiert sich immer an dem, ich und du haben jetzt unsere Fragen. Nein, das haben wir nicht.
In diesem Moment reden hier nicht Ilan und Nina darüber, warum sie motiviert sind, ihr Bewusstsein auszudehnen. In diesem Moment drückt sich Bewusstsein durch dieses Körperchen mir in diesem Moment gegenüber, nämlich deinen Körper, hindurch und möchte sich darin ausdehnen. Verstehst du, es ist wie dieses ganze Ding, ist das jetzt deine Coping-Strategie? Ist dir langweilig? Hast du keine anderen Hobbys, Nina? All das ist wie, ich glaube, an der Stelle ist es wirklich wie, wir fragen die Frage von der falschen Seite. Weil genau wie du sagst, also um nochmal auf diesen ersten Frageblock von dir einzugehen an einigen Stellen, ich finde die Fragen selber einfach super spannend. Also ich habe Menschen kennengelernt, bei denen war das so. Da war von jetzt auf gleich das Ich weg und das muss ich auch irgendwie so stehen lassen. Das hat für mich in den allermeisten Fällen keine begehrenswerten Auswirkungen gehabt, weil es sehr schnell, also es scheint wie die Energie, mit der Bewusstsein sich als Energie durch einen Körper durchbewegt. Entweder frisst sich das langsam durch jede Zelle und transformiert wirklich jeden kleinen Scheiß, oder es fokussiert sich auf eine einzige Ebene und haut da einmal komplettamente durch. Da kann man sagen, okay, das ist ein gründlicher Job, aber danach hört es auch ganz schnell auf. Und ich kenne ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich eingeredet haben, sie seien jetzt erleuchtet und die keine Tools hatten und auch kein Einsehen hatten, dass sie vielleicht noch an ihrer Psyche und ihren Kindheitstraumata arbeiten sollten, damit ihre Ehefrau das nicht abbekommt. Oder wer auch immer. Das heißt, es gibt was, wo ich einen Riss in dieser heftigen Weise, dass es mich rauskatapultiert aus meiner Wahrnehmungsfähigkeit, meiner Menschlichkeit und meiner Sterblichkeit, gar nicht wollen würde, wenn ich die Wahl hätte. Ich würde das gar nicht wollen. Und ich erlebe viel eher, dass die Unterscheidbarkeit, dieser Brustton der Überzeugung, ja, also hier ist das Ego, hier ist das Ich und dann ist da die Göttin. Das ist so wie, okay, wir reden gerade über Sprache, da sind das verschiedene Worte, das höre ich, die hören sich unterschiedlich an, das haben wir alle verstanden, aber es fließt halt als Einheit zusammen, es ist halt im Erleben nicht mehr trennbar. Und in dem Sinne ist eher die Identität nicht das, was weggeht, sondern der Raum, der vorher mich als kleine Ilan gehalten hat, mit den Themen, an denen ich arbeiten muss und dem, wofür ich mich schäme und so weiter. Dieser Raum wird wie geupgradet in seiner Funktion und hält jetzt auch noch die gesamte Heiligkeit, die gesamte Unendlichkeit und die gesamte Transzendenz der Schöpfung. Sozusagen die Göttin persönlich sitzt da als genau das, was Ilan immer schon war, auch noch mit drin. Als dasselbe. Es ist wie die Unterscheidbarkeit im Erleben hat halt einfach aufgehört. Und in dem Sinn ist es eher wie eine durchlässige Haut, durch die mehr hineinströmt. Oder es ist ein Raum, der dann modellhaft gesprochen vielleicht auch größer wird. Aber selbst das ist wie so, der Raum war halt auch vorher nicht klein. Es ist eher, dass dass diese 1:1 Ableitung, so wie unsere Sprache und Sprachgewohnheit und das morphogenetische Feld, die Energie rund um unsere Sprache, das ganze Ding uns erstmal nahelegt, davon ausgehend zimmern wir uns dann irgendwelche Ideen darüber, wie wir innerlich die Dinge wirklich erleben. Und das hört auf. Wir erleben direkt. Wir erleben, ja klar, ich kann über die Göttin reden und ich kann über Nina reden. Wenn ich beschreiben soll, wo der Unterschied ist, weiß ich das nicht. Das kann ich nicht. Das gibt's nicht. Aber ich kann in der Sprache diesen Zirkus mitmachen. Und ich glaube, das ist viel eher der Punkt, dass unser Erleben wird in dem Sinne autonom. Unser Bewusstsein strahlt weit vor der Geburt der ersten Worte. Und deshalb hat Spiritualität oder Bewusstsein oder wie auch immer wir das nennen wollen, für mich ganz, ganz, ganz viel mit wirklich Erwachsenwerden zu tun. Ganz viel. Und hat alles, was wir ja so hochhalten, mit irgendwie Glauben oder hier gibt es bestimmte Werte, an die ich mich halte. All das ist so abhängig von Worthülsen. All das kann nicht vor das Wort rutschen. Und wir beginnen aber weit vor dem Wort. Und ich glaube, deswegen ist diese Maßlosigkeit, sich dort ernst zu nehmen, wo es nicht mehr beschreibbar ist. Und dort erst recht ist, glaube ich, so, so, so existenziell. Und es ist natürlich nur ein Bild und natürlich greift das zu kurz, aber wie du sagst, man hört immer,
okay, jetzt muss ich ja irgendwie auf dem Punkt sein und dann, also ich muss jetzt das machen statt das und dann funktioniert Mhm. irgendwas. Und es ist ja wirklich viel eher so, als würde man denken, okay, soll ich jetzt nach Norden oder nach Süden oder nach Osten oder nach Westen laufen? Das ist ja wie so eine Frage, die man haben könnte. Und die Antwort, der dimensionale Sprung, der da passiert, ist ja viel eher plötzlich, heben dich, was weiß ich, deine zwei besten Freunde hoch und wirbeln dich einmal in einem Rückwärtssalto über ihren Kopf. Das ist ja viel eher, wie es ist, wenn es passiert. Es ist ja nicht, Moment mal, Osten oder Westen, was jetzt? So, ich bin bereit, ich gehe in jede Richtung, die mich ans Ziel bringt. Das ist es ja nicht, sonst ist ja wirklich ein aus der eigenen Kontenance und Orientierung komplett rauskatapultiert werden. Also man hat ja nicht als Ich die Antwort, sondern man opfert diese Form von Orientierungsfixpunkt und man erkennt, dass das nie fix war. Und Mhm. von dort aus wird man halt rumgeschleudert durch den Kosmos. Und das, das ist ja viel eher ein Bild zumindest, was diese Art von Aushebelung und Knockout bedeutet. Und auch wiederum dieser Aspekt, ja, den ich ja schon gesagt hatte, so dieses, jemand weiß nicht, wie er zusammenbricht. Jemand weiß nicht, wie er sich durch den Raum trudeln lässt. Jemand weiß nicht, wie das ist, absolut nicht gefragt zu sein. Jemand weiß das nicht, wo ich denke, oh, dann wird's eng. Keine Ahnung, was man da machen soll. Weil wenn es nur darum geht, genial zu sein oder intelligent, alle versuchen, Erleuchtung zu outsmarten. Alle. Das ist die dümmste und voraussagbarste Übung oder vorhersagbarste Übung überhaupt. Jeder Mind wird das versuchen. Und darum geht es halt nicht. Sondern dieses lustvolle, sich über die Köpfe deiner besten Freunde einmal im Rückwärtssalto irgendwie überraschend rumwirbeln zu lassen. Das ist viel eher die Art von Lust auf Überraschung, auf Lebendigkeit, auf Moment, auf Kontrollverlust, die dem nahe kommt. Und es gibt eine Intelligenz darin, nach Gruppen zu suchen, in denen genau das irgendwie angesteuert wird, zumindest. Weil ich glaube, du hattest das eben mit der Einsamkeit. Das ist absolut einsam. Es ist absolut einsam, auf diesen Trichter zu kommen. Aber es ist gleichzeitig dieser Wunsch, und den haben wir als Menschen, glaube ich, auch, den können wir auch nicht wegradieren, aber dieser Wunsch, der darin besteht, das teilen zu können, diese Bewegung zusammen zu machen. Und du hast es oft mit diesem Vergleich mit dem Schwarm, mit dem Fischschwarm oder dem Vogelschwarm. Die Ekstase nicht nur in sich oder in bestimmten Situationen oder Räumen zu erleben, sondern das auch einen Beitrag dazu zu machen, dass eine solche Bewegung von Partikeln, die sich gegenseitig anstoßen, und ich denke mal an so Mauersegler, weißt du, das sind die Wesen, die, glaube ich, am meisten zeigen, wie viel Spaß das machen kann, wenn jeder in seiner Umlaufbahn sozusagen, das sind ja keine Kreise, sondern also unterschiedliche Bewegungen, in dieser Dynamik sich in die Kurve legt und diese Geschwindigkeiten macht und die stoßen sich nicht an, also die tun sich nicht weh, die tun sich nichts an und die müssen auf dem Punkt sein. Die müssen super individuell sein, weil nicht zwei das Gleiche tun können, dann geht die Bewegung kaputt. Aber also die müssen super auf sich konzentriert sein, aber damit sind sie mehr in der Gemeinschaft, als man irgendwie sein kann, über einen Frontalunterricht oder über ein Gruppennarrativ oder über irgendwas Geführtes. Und je größer man das denkt, könnten das alle Menschen und alle Wesen und alles miteinander tun. Und tun es vielleicht sogar, nur wir merken es nicht. Da bin ich nicht sicher, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin die Einzige, die es nicht checkt. Ich bin die Einzige, die sich irgendwie im Schaum ihrer Geschichten verloren hat und ständig nach der Düse sucht, weil die Düse halt irgendwie neue Probleme produziert, aus denen ich mich jetzt mit spirituellen oder anderen Praktiken wieder zurückholen muss in diesen Fokus. Dabei würde es ausreichen, eine Runde durch den Park zu drehen und zu gucken, was die Hunde machen, weil die machen das halt einfach. Und es reicht. Und es braucht also nichts gegen Beten, aber es braucht kein Gebet. Es braucht nicht manifestieren. Das sind auch alles Möglichkeiten, die, das ist jetzt, ich möchte das jetzt sagen, das sind alles Möglichkeiten, seine Zeit zu verschwenden, halt mit irgendwelchen Vorstellungen davon, ähm, selber das zu sein, der Ursprung zu sein, der Welt, die ich sehen möchte, in der ich mich dann sicher fühlen soll. Das ist, also es ist nichts Besseres als irgendwie
andere Dinge zu tun, um halt diese Illusion herzustellen, weil du trotzdem stirbst, egal wie viel du manifestiert hast. Und wenn du aber Werkzeug bist einer Manifestation, deren Gründe du nicht kennst, dann ist das die einzige Manifestation, über die wir eigentlich reden müssen. Du Ja. wolltest was sagen. Nein, es ist tatsächlich, ich will das einfach nur unterstreichen, was du sagst. Oder die Figur, die mir kommt, wenn ich dir zuhöre, ist, wir sind halt graduell, ob wir Mhm. es wollen oder nicht, zu stur, zu verängstigt, zu sehr Hornochse, zu arrogant, zu sonst was für dieses Maß an Hingabe, durch das die Göttin einfach durch uns durchfegen könnte. Und um diese Unfähigkeit zu dieser Form von Hingabe zu kompensieren, kommen wir dann mit allerlei Ersatzhandwerk. Und das ist zum Beispiel Manifestieren und so weiter. Und vorübergehend als Krücke, meine Güte, wenn das schon für dich mind-blowing ist, dass du jetzt hier einen Kontostand mit 3.000 € mehr als erwartet manifestieren konntest, dann bitte manifestier 3.000 €. Gewöhn dich dran, Süße. Das ist erst der Anfang. Aber es ist wie, dann lass uns das machen. Aber das Problem ist, dass wir damit natürlich festschreiben, wir seien erstmal Opfer der Umstände. Deshalb manifestieren wir ja, damit wir gute Umstände haben, damit es uns dann besser geht. Und zweitens, wir seien in sich wie getrennt davon und würden an einigen Stellen dann mit sowas wie Synchronizität oder Zufall oder Zeichen vom Universum plötzlich merken, irgendwas ist da. Und das ist so toxisch. Und das ist, also es sind sogar zwei Dinge. Das eine ist, es ist erstmal ärgerlich, weil ich immer, wenn ich Menschen darüber reden höre, beispielsweise so, ja, und dann war das auch genauso, genau an dem Tag, an dem ich zu spät kam, war es dann aber auch so zum Flughafen zum Beispiel, war dann aber auch der Flieger 2 Stunden zu spät und dann hat es genau gepasst und dann wird das so genommen als so ein Beispiel davon, dass das Universum mir zuhört. Ich erstmal denke, das Universum ist das zuhörendste, sich selber zuhörendste, synchronste, wunderschönste Massenspektakel überhaupt. Voller Aufmerksamkeit und Liebe. Da jetzt an einer Stelle einen verspäteten Flieger herbeizitieren zu müssen, um zu sagen, es gibt noch sowas wie höhere Kräfte, ist ein bisschen armselig. Also da gibt es irgendwas, was ich irgendwie ärgerlich finde, wie tief wir schlafen, um uns dann an einzelnen Stellen unserer Fügungen da wieder rausholen zu müssen mit so einer Art von, ach, es ist doch irgendwie alles auch in Kommunikation miteinander. Und dann ist es eben dieser Punkt, dass das Universum, die Welt so ein bisschen, es ist wie das Falsche in mir bläht sich auf. Mhm. Es ist wie, ich ziehe es halt sehr, sehr vor, ein bisschen versierter und geheilter und klüger und mächtiger zu sein, anstatt die Abkürzung zu nehmen, mich einfach auf meinen Arsch zu setzen und zurückzufallen in die Hingabe in diesen Moment hinein. Das, was so unglamourös ist, was mir aber gleichzeitig natürlich alles öffnet, was es gibt, als den Raum, der in meinem Nervensystem eigentlich vibrieren möchte, eigentlich angelegt. Also ich habe oft das Bild, es ist wie, sagen wir mal, Bewusstsein ohne Kontraktion, ohne Riss, Mhm. will all diese zerrissenen, kontrahierten Erfahrungen machen, verknäult sich dann, gebiert sich dann rein in diese verschiedenen Körperchen, als die wir dann rumlaufen, höchst überzeugt, dass unsere Geschichte wirklich ganz, ganz wichtig ist und dass, wenn Gott mit uns persönlich redet, es jetzt heute einmal passierte. Und aus dieser Art von persönlicher Betroffenheit rutschen wir zurück in dieses Alignment mit einfach Bewusstsein als Hintergrund, Vibration, indem wir, ja, es ist wie, wir sind hier ist der Space und hier zwischen haben wir wie so einen Jenga-Stein in die falsche Richtung rausgezogen. Und der gleitet zurück. Es ist wirklich nur wie so ein Zurück in sein Lot leiten. Und deswegen ist auch diese ganze Arbeit mit, ich komme an meine Wut und so weiter, das ist so, so, so wertvoll, weil sich diese Jenga-Dinger, die so zur Seite gezogen sind. Ich muss meine Wut unterdrücken und hier muss ich einen cholerischen Anfall und hier habe ich eine Panikattacke und hier halte ich mein Herz klein und hier unterdrücke ich meine Freunde, meine Freude. Und all das rutscht zurück in seine eigene Mitte, in sein eigenes Lot, in sein eigenes Alignment und dann schaltet es sich von alleine frei. Das, was dahinter schimmert, schimmert von alleine durch. Und Mhm. da bin ich sehr bei dir, auch wenn du das mehr als eine These oder mehr als eine Frage reingibst. Das, was wir bezeichnen als Synchronizität, ist nicht mehr die Spitze des Eisbergs. Es gibt gar nichts anderes. Es gibt nur eine so weit vergröberte, schlafende Wahrnehmung, dass wir sagen, ich glaube, das war eine Synchronizität. Es gibt nichts anderes, aber es gibt uns, die wir nicht mehr in all der Feinheit
Einblick haben in das, was da eigentlich getanzt wird, in uns, als wir, mit uns. Und Ja, es natürlich ist. meint es uns und es meint uns halt gar nicht. Ich bin halt nun wirklich nicht so, also der Flieger bleibt nicht für mich länger am Boden, sondern es ist viel eher so, dass das auf der Ebene nicht interessant ist, wer Flieger ist und wer Ilan ist und wer hier zu spät kommt. Also das ist wie, es ist einfach wirklich auf einer anderen Ebene, auf der sich diese Dinge überhaupt unterscheiden, während sie sich auch nicht mehr unterscheiden. Und beantworten, während sie sich auch nicht mehr ähm, beantworten müssen. Und da ist die Synchronizität, was sie eigentlich ist und was sie für ein Potenzial hat, nämlich nicht persönlich. Ja. Also es ist nicht persönlich vom Universum gemeint, hier, du wirst jetzt beschenkt, weil du eine gute Leistung abgeliefert hast. Aber wenn sie uns auffällt, also wenn wir zumindest mitkriegen, okay, hier ist also ich bin irgendwie ein bisschen alert, weil irgendwas ist hier anders, als ich das sonst wahrgenommen habe. Wenn man das nutzt, dieses Moment mal, Antennen ausgefahren, und es ist doch irgendwie anders. Und da nicht Halt macht an dieser Stelle von, wie cool, dass das Universum irgendwie jetzt mit mir Ja. kommuniziert hat und das war es jetzt irgendwie und siehst du, ich bin ja auch irgendwie ein Schöpferwesen und so und sich da einlullt mit allen anderen, die sagen, ja, siehst du, du bist, das ist zu früh. Das ist ja schon gut, dass es passiert ist. Und wenn es passiert, dass man es überhaupt merkt, dann heißt das, es ist dieses, ein schöneres Bild dafür ist eigentlich, wenn du, also entweder wenn du einschläfst und dann plötzlich das Gefühl hast zu fallen und dann wieder wach wirst, oder wenn du aus dem Traum irgendwie rausgerissen wirst, weil da irgendwas Krasses passiert. Aber es ist immer okay, der Shift ist wirklich, ähm, ist ein Akzent. Da Ja. passiert wirklich was und dann ist es okay. Und das sind diese Steine, die sich dann Mhm. wieder einfügen. Und ich glaube, dafür hast du recht, da brauchen wir den Umgang mit den Affekten, die uns ja davon abgehalten, also die uns diese Räume haben entstehen lassen, die wir vermeiden. Dieses Wir brauchen, Verzerrte, ne? Es ist wie wenn ja, wir etwas, wie wenn wir über das, wie es eigentlich ist, ein Tuch geworfen haben mit verschiedenen, weiß ich nicht, Andockstellen, was alles verzerrt. Also unsere Wahrnehmung zerrt die Dinge auseinander und die zurücksinken zu lassen, indem wir diese Kräfte befreien, sodass sie sich von alleine in ihre Mitte zurückpendeln können. Das ist das, was es freischaltet oder was es durchschimmern lässt. ja. Und es gibt diese Zwischenphasen, in denen denkst du, du bist der einzige Mensch auf der Welt, der das mitbekommt. Ja. Und für den Winkel, aus dem man guckt, ist es auch so. Aber dann gibt es diese Räume danach, wo man das Gefühl hat, okay, alle merken es. Hm. Und das ist eine Form von gemeinsamem ekstatisch sein, ohne dass man sich abgesprochen hat, die ich wirklich erstrebenswert finde und wo für mich auch deine Arbeit ganz viel, also ansetzt, also zumindest von dem, was ich festgestellt habe in deiner Arbeit. Es gibt auch andere Sachen, die man machen kann, aber wenn man eine Gruppe in so einem Zustand erlebt und sich in einer Gruppe in so einem Zustand erlebt, da erlebst du, dass die Leute sich gegenseitig geben, was sie haben wollten, ohne dass sie drüber reden mussten, ohne dass sie Ich-Botschaften formulieren mussten. Da gibt es das. Es gibt Alignment miteinander. Und es ist whatever works. So, also es gibt es auch irgendwie in einem Tanzclub. Also es ist alles möglich. Das gibt es auch in der Straßenbahn. Aber wenn sich Bewusstsein synchronisiert und diese Partikel plötzlich miteinander auf eine Art und Weise schwingen, wo diese Ununterscheidbarkeit vielleicht Gott sei Dank nicht so krass bewusst ist, dass man dann irgendwie schockiert ist, sondern das einfach passiert, Ja, und das können wirklich die alltäglichsten Situationen sein, dann wird etwas deutlich, was über was ist die Botschaft des Universums an mich, Nachricht, die ich irgendwie so interpretiere, was darüber weit hinausgeht und was dich ja, ziemlich straight eigentlich wieder an das Lot oder an den Punkt, wo du die Serpentine fährst, zurückbringen kann. Eigentlich ist eine Synchronizität eine Ohrfeige. ja, wollte ich So auch ist es gerade wie sagen. zurück. Ja, ja, schau, wie unwichtig du bist. Ja, Wie eingewoben in etwas, das eh größer ist als, ja, ganz genau. Und auch ihm kommt auch gerade nochmal wie so ein Spielversuch mit allem Richtung Intimität im weitesten Sinne. Also einfach, wir haben eine intime Begegnung auf irgendeiner Ebene, eine berührende, eine, wo wir uns plötzlich wahnsinnig gesehen fühlen oder miteinander schwingen. Ist das ein graduelles Wegschmelzen dessen, wahrnehmen zu können, dass wir überhaupt getrennt sind?
Also was an Intimität, was an auch Liebe, was an auch Sex, wenn er verschmelzend ist so begehrenswert für uns, dass wir letzten Endes merken, ich bin sowieso nicht alleine in mir drin, auch wenn ich bis zum Verrecken bin. Ich bin sowieso nicht mit 300 anderen Leuten im Tanzclub, sondern wir sind alle dasselbe brodelnde Bewusstsein. Was soll das denn anderes machen, wenn wir hier miteinander stampfen, als sich miteinander zu synchronisieren und sich an sich selber zu erinnern? Also dieses wie so, mit wem rede ich denn hier? Ich rede ja mit mir selber. Let's Hm. face it. Mit wem redest du denn hier? Naja, du redest halt wieder ein Selbstgespräch, Nina. Was auch sonst. Aus der Nummer Ja, kommst du aber nicht du raus. bist meine Lehrerin und ich bin deine Ja, Schülerin. das haben wir jetzt natürlich ganz so, das ist, genau, und in all diesen, wenn all diese Rollen weggeschmolzen werden, dann haben wir halt wirklich genau, wie du sagst, durch dieses Erleben von Synchronizitäten eigentlich die Ohrfeige, es ging nie um uns. Es ging Mhm. nie, und ich habe den Eindruck, von dort aus, sich da hineinfallen zu lassen, wenn ich jetzt die Wahl habe, stattdessen im Bus zu sitzen, Synchronizität passiert und ich so, Gott sei Dank, wow, irgendwas in meiner Energie ist heute special. Gott hat mich gehört. Ich erlebe in diesem Moment, dass ich Angst kreiere, weil Mhm. ich es auf mich beziehe. Und ich erlebe, dass das, was mir ja immer Sicherheit geben soll, nämlich mein Ich-Ich-Ding, dass das eigentlich die Entscheidung ist, in Angst zu leben. Weil wenn Gott mich heute bedacht hat, kann er mich ja morgen auch nicht bedenken. Und dann habe ich ja angeblich ein Problem. Das heißt, Synchronizitäten sind eigentlich sowas wie so, da war sie schnell weg, weg von mir, weg von mir. So, ich bin gerne am Start, aber nicht im Zentrum. Ich bin nicht gemeint. Es ist wie eigentlich sich sofort innerlich zu den Phänomenen, die uns auffallen in Bezug auf die Erweiterung oder Verfeinerung von unserer Wahrnehmung, sich in Bezug dessen ganz schnell innerlich immer aufs richtige statt aufs falsche Gleis zu setzen, wohl wissend, die sind verdammt nah nebeneinander. Und die meisten Menschen würden auch sagen, es ist ein und dasselbe Gleis. Und das ist es halt nicht. Also ob mir meine Öffnungserfahrungen, meine Durchbrüche, ob das meine Fußfesseln werden oder wirklich meine Referenzerfahrungen für wirkliche Freiheit, entscheidet nicht mein Schicksal, entscheidet nicht, was ich erlebe, sondern wie ich damit umgehe und wie ich das einordne. Und wenn Mhm. ich dann damit rumlaufe, dass das mir passiert ist, dann denkt man so, nächster Versuch. Dann klammern wir uns auf dem falschen, also wir ketten uns auf dem falschen Gleis an. Ja, und das ist auch das, was unter Umständen in sowas wie spirituelle Psychosen oder spirituellen Wahn führen kann oder vielleicht auch geradewegs führt, wenn das keine Unterbrechung erfährt oder wenn das keinen Ausgleich hat. Also es ist wie, ähm, also dadurch, also automatisch, wenn man dem glaubt, also dieses, das belohnt mich, Ja. wenn ich das jetzt Oder gemacht meint mich speziell. Mhm. genau, dann werde ich ja auch die ganze Zeit beobachtet. Dann ist ja egal, was ich mache, jeder Schritt, und ich kenne das gut, dieses Gefühl. Das ist halt die Frage, was ist das Ziel? Will ich mir jetzt irgendwie ein Lamborghini manifestieren? Ist es vielleicht anders, als wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt hier eine falsche Bewegung mache und ich bin für alles verantwortlich, dann reißt halt irgendwo ein Abgrund runter und das ist mein Versagen. Das kann es halt auch geben. Und da wird man natürlich wahnsinnig. Die Frage ist dieser Wahnsinn interessant? So, als etwas, was man dann durchschwimmen kann, wo man sich gleichzeitig dabei sehen kann. Und dann ist es Forschung für mich. Aber wenn es zu etwas wird, was sich abdichtet und was nicht zulässt, dass es auch eine ganz andere Möglichkeit geben könnte und es völlig klar ist, dass nur meine Geschichte sein kann, da werden wir gewaltvoll gegen andere, die unsere Geschichten durchkreuzen müssen, weil sie die Pflicht haben, das zu tun. Wir müssen erschüttert werden voneinander. Das sind auch Ohrfeigen, die wichtig sind, um wieder auf den Punkt zu kommen. Und sich daran zu erinnern, dass diese Gefahr, von der du, glaube ich, oder diese Angst, ich weiß nicht, ob ich richtig gehört habe, was du meintest oder ob ich das verstanden habe, aber ich habe gedacht, das ist die Angst, dass meine Geschichte anders verläuft, als ich sie mir ausgedacht habe. Das ist die Angst, dass meine Wünsche nicht erfüllt werden. Das ist die Angst, dass ich sterben könnte, was ich tue. Das ist die Angst, ne, dass ich nichts unter Kontrolle habe oder dass ich zumindest meinen Teil nicht unter Kontrolle habe. Und das Ding ist, das hat man nicht. Und diese Angst, diese Art von Angst, die löst sich ja auf in der Hingabe, in dem Chaos, in dem Kontakt mit dem Chaos und der Ordnung, die daraus entsteht. Ja. Beides. Das ist quasi
die Möglichkeit, wie die Schnecke über die Rasierklinge halt irgendwie auf beiden Seiten zu sein und das, also ne, nicht nur auf einer Seite sein zu müssen und dann sich zu fragen, was auf der anderen ist. Da gibt es auch kein Jenseits mehr. Das ist Genau. Ja. unklar. Und natürlich perforiert das alles, was wir gelernt haben darüber, was wir als Person sind, was wir werden sollen und wo es lang geht. Und es kommt ein anderer Weg, der sich an jeder Stelle, in jedem Moment, wo man schlingert, umfällt, was auch immer, daneben tritt, es falsch macht, sich neu entwickelt, neu zeigt. Du kannst jeden Moment neu anfangen und du musst auch jeden Moment neu anfangen. Und deswegen kartografiert sich das unterwegs und ändert sich die ganze Zeit. Und das ist super gruselig. Das ist zu bestimmten Zeitpunkten undenkbar, dass das passiert. Das Schicksal webt sich die ganze Zeit neu und du bist Teil davon. Du musst nichts irgendwo lesen und dann irgendwie gucken, was irgendjemand für dich festgelegt hat. Kann ich zumindest nicht drauf zugreifen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich jeden Moment auf die Erde eigentlich falle, wie Mr. Bean halt aus diesem, aus diesem Lichtkegel und da lande und dann geht's los. Und das sind nicht Inkarnationen von einer Lebensspanne, sondern du inkarnierst die ganze Zeit. Mit Ja. jedem, mit jedem Fragment, mit jedem ähm, Frame eigentlich, den man so mitschneiden kann. Und deswegen, und das ist gruselig und das ist super nah an der Psychose. Also es ist eigentlich ein präpsychotisches Erleben. Man könnte es als das pathologisieren, weil es halt heißt, jederzeit kann sich alles ändern. Und die Frage ist, halte ich das hier nur zusammen? Oder was passiert, wenn ich glitsche? Was passiert, wenn ich durchrutsche? Äußerlich vielleicht gar nichts, aber vielleicht schon. Vielleicht wird da was mutiert, was wirklich auf einer tiefen Ebene unser ganzes Gefüge miteinander, dieses Myzel, was wir miteinander sind, unser Unterbewusstsein, unser kollektives Unterbewusstsein oder Unbewusste, so auf eine Art und Weise berühren kann, dass sich wirklich was shiftet. Aber nicht, weil ich daran viel gedacht habe und mir das irgendwie in die Welt gewünscht habe, sondern weil ich auf irgendeinen Punkt mit dem Arsch aus Versehen lande, der das ja nicht kontaminiert, aber der da irgendwas im Gefüge ändert. An einer Stelle, die ganz weit vor den Ausformungen liegt. Ich glaube, das ist möglich, aber es ist, glaube ich, nicht möglich, dadurch Kontrolle über die Geschichte zu haben. Hm. Aber man kann Ich glaube gucken. wirklich, dieses ganze Ding, also ja, klar, wir machen uns alle auf den Weg und irgendwann kommen wir an dem Horizont an, der eines Menschen angemessen ist. Es wäre aber einfacher, wir würden vom ersten Schritt an schon uns wirklich außerhalb vom menschlichen Kontext definieren. Dann wäre es wirklich einfacher. Weil dieses ganze, ich als Hannelore renne da zu meinem Selbsthilfebuch und bastel jetzt hier irgendwie an meinen Glaubenssätzen rum, das ist alles nice. Aber das ist ein so kleiner Raum, in dem ich mich bewege, wenn ich mich wirklich nur in der Selbsthilfeszene bewege, im Sinne von das Beste, was mir passieren kann, ist, mehr wie Tony Robbins zu werden. Das ist sehr innerhalb des menschlichen Raumes aus. Es geht mir gut, weil ich hart gearbeitet habe, ich habe gutes Geld, ich habe gutes Leben, ich liebe meine Familie. Also das ist immer noch sehr ein Opfer der Umstände zu sein. Und wenn wir uns von Anfang an da raus katapultieren, dann müssen wir uns durchkatapultieren durch den Raum, der normalerweise als Psychose eingeliefert wird. Natürlich müssen wir das, natürlich. Wie wollen wir drum rum? Also what? Entweder sind wir hier im Projekt Grenzenlosigkeit und dann ist Psychose eines der ersten Dinge, die damit einabsorbiert werden. Oder wir sind nicht im Prozess Grenzenlosigkeit, sondern im Prozess größeres Gefängnis. Können wir ja sein. Und dann können wir ja sagen, nein, wir hätten gerne nicht die ganzen Räume, in denen Psychose stattfindet. Das hätten wir gerne nicht in unseren Gefängnismauern. Das können wir ja sagen. Aber wenn es darum geht, Bewusstsein zu befreien, dann sind natürlich alle psychiatrischen Störungsbilder hochinteressant, weil die uns alle am Punkt der Entgrenzung was voraus haben. Alle. Alle, auch die Depression hat uns was voraus. Das Problem ist, die Körper, die von diesen Bewusstseinszuständen befallen sind, produzieren ein sehr überzeugendes Leiden. Entweder einfach als Leiden oder tatsächlich auch bis hin zur Suizidalität. Und das ist natürlich ein totales Problem. Das wollen wir nicht. Wir wollen weder Gewalt gegen uns noch gegen andere Körper. Aber abgesehen davon ist in diesen Räumen, die wir als psychiatrische Störungsbilder klassifizieren, unglaublich viel zu holen in Bezug auf das, durch welche kollektiven und individuellen Untiefen schippert Bewusstsein halt einfach mal durch auf dem Rückweg zu sich selber.
Ja. Und letzten Endes ist das wie, also auf eine Art ist das auch, finde ich, also Entschuldigung, aber auf eine Art ist das eine Übung für die Grundschule. Auf eine Art ist es natürlich, glitsche ich jetzt hier durch meine Versuche, größenwahnsinnig zu werden und durch mein, oh Gott, in jedem Moment kann sich alles ändern. Ja, natürlich kann sich in jedem Moment alles ändern. Ja, natürlich entsteht die Welt in jedem Moment neu. Frag doch mal einfach die scheiß Quantenphysik. Sogar die weiß das ja mittlerweile rauf und runter. Also es ist so wie, natürlich, was haben wir denn gedacht? Dass wir quantenphysikalisch, wissenschaftlich, spirituell alles Mögliche ständig zitieren dürfen und es ist nicht wahr? Oder es ist nur wahr, wenn wir es auf Instagram liken. Oder es ist nur sonntags wahr, wenn wir irgendwie gerade Muße haben. Und es ist dann aber nicht wahr, wenn wir unsere Steuererklärung machen, wenn unser Kind uns anschreit oder wenn unser Nachbar eine Psychose kriegt. Was haben wir uns denn gedacht? Das ist das Ernsthafteste und Realste, was sich in der Sprache abbilden lässt. Das ist Mhm. natürlich mordsbrandgefährlich. Und wo du auch sagst, dieser Punkt, du hast ganz zu Beginn des Gesprächs gesagt, du kennst nicht so viele Menschen, die diese Einsamkeit, diesen einsamen Weg gehen. Und ja, weil alle, die diesen einsamen Weg gehen, vor vielen tausend Jahren schon gemerkt haben, so, das ist ein Tanz auf der Rasierklinge, darüber reden wir mal besser nicht öffentlich. Das heißt, Mhm. es geht nicht darum, dass nicht so viele innerlich mit dieser Einsamkeit konfrontiert werden, sondern es geht eher darum, dass das so eine Explosivität hat und so gefährlich ist. Und sagt, wisst ihr was, Leute? Geht alle in Himalaya, geht ins Zölibat und meditiert dort alleine vor euch hin. Das ist die einfachere Übung. Das ist das Setting, in dem das geht. Aber hier, wo dir Psychose um die Ohren platzen kann, wo dein Kind heroinabhängig werden kann, wo du durch die Juraprüfung fliegst, wo alles gleichzeitig, das ist hier. Hier ist es ernst gemeint. Hier passiert all das. Und hier ist es wirklich, hier ist Bewusstsein so stimuliert. Hier ist es so on fire, dass einfach wirklich dass es einfach sehr, sehr hochschäumende Wellen schlägt. Mhm. Dummerweise in unseren ungeübten Nervensystemen. Und wir hängen dann halt da und denken so, oh, ich dachte, es ginge um Stille und Frieden. Und man denkt, ja, und ist auch ja physisch einfach ein enormer Umbauprozess. Also es ist auch physisch wirklich eine sehr reale, anstrengende, Ja. man ist sehr gefordert. Man ist wirklich zellulär sehr gefordert. Und das wäre jetzt eine Frage. Ist es das hier zu machen? Also das, wenn es passiert und wenn sich das öffnet, wenn dieser Prozess losgeht, der auch, ich glaube, er ist irgendwann nicht mehr, also nicht mehr umkehrbar. Also kannst irgendwann nicht mehr zurückgehen und das so haben wieder, also vor irgendeinem Punkt, oder vor irgendeiner Schwelle oder Phase. Ich frage mich manchmal, ob es auch eine ethische Dimension hat, selbst wenn das Ethische natürlich auch wieder ein Teil von der Geschichte ist, aber ich nehme das jetzt mal so, weil ich glaube, es ist auch manchmal ganz gut, sich in diesen ganzen Sachen auch diese Fragen zu stellen. Also innerhalb der Menschenstory. Weil die ist auch, also die ist existent. Für mich bleibt die existent. Und es gibt einen Punkt, wo ich glaube, dass es auch wichtig sein kann, dass Menschen das hier erleben oder dass sich das hier öffnet, in dieser Welt, in der wir, warum auch immer, einen riesen Unterschied machen zwischen Leuten, die sowas erleben und die dann in den Kliniken landen und sich damit falsch fühlen und dicht machen, weil sie natürlich niemandem vertrauen können. Also ich will nicht unvorsichtig über Psychose reden, aber ich bin der Meinung, dass je mehr Menschen dieses Erleben irgendwie aktiv, bewusst und also mit einer Kraftressource irgendwie bejahen und entdecken, diese Symptome an sich erkennen, das Erleben, was von psychotischen Menschen geschildert wird, selbst durchleben und gleichzeitig irgendwo sich noch so einen Enterhaken haben. An irgendeiner Stelle, wo man sagt, okay, das ist nicht nur das. Es ist nicht nur diese abgedichtete Geschichte, wo man nicht mehr rauskommt, sondern man hat irgendjemanden, der das Seil hält oder man hat irgendwas, wo man es einhakt. Und dann seilt man sich ab in diese Höhlen, in denen Menschen verkommen und in die auch Menschen hineingeschubst werden von dieser Kultur. Also diese Geschichte, dass wir nicht diejenigen sein wollen, die irgendwie psychotisch erleben oder die irgendwas Ungewöhnliches haben. Diese Normalität erschafft das Leiden an anderer Stelle. Wir schieben dieses Erleben zu bestimmten Menschen, die dann auserkoren werden als die Kranken, als diejenigen, mit denen man eh nichts mehr, also denen man eh irgendwie nicht mehr helfen kann, außer ihnen ein paar Tabletten zu geben, damit das irgendwie
diese Dinge, damit sie irgendwie sediert sind und zumindest nichts mehr anrichten. Aber das Problem ist, es taucht sowieso überall auf. Und wir schieben es auch in uns, wenn wir es nicht kennenlernen als Intensitäten, als Bewegung und auch also dieses Training machen. Dafür ist Embodiment super, weil damit kannst du dich auf eine Art und Weise auf diesem Seil orientieren oder in diesen Serpentinen orientieren, weil du mit diesen Kräften in Kontakt kommst. Also da lernt man einfach. Und wenn wir das, also ich habe die Hoffnung, dass wenn man das mehr macht, dass man damit vielleicht hoffentlich an anderer Stelle etwas entlasten kann. Was aber auf jeden Fall passiert, ist, dass man ein ganz anderes Mitgefühl hat mit Menschen, die das erleben. Und wenn ich eins auch aus eigener Erfahrung kenne, ist dieses Gefühl, niemand kann mir jetzt noch wohlgesonnen sein. Niemand würde mir jetzt noch eine Hand in mein Loch, in meine Höhle reichen, weil alle mich nur als den ausgestoßenen Partikel, der sowieso verrückt geworden ist und mit dem man nichts mehr anfangen kann, nur noch drauftreten. Und das passiert real. Ja. Das passiert real. Dass wirklich alles da mit reingeworfen wird, was irgendwie, was man in dieser wunderschönen normalen Welt nicht haben will. Das ist eine Gewalttat. Und das ist ein unfassbar schlimmes Leiden, was eine tiefe Motivation in beispielsweise mir, aber auch in anderen Leuten auslösen kann, zu sagen, okay, wisst ihr was? Jetzt werde ich verrückt, aber ich entscheide mich dazu und ich schwinge mich hier durch jeden Raum, den ich erreichen kann. Ob das was bringt oder nicht. Aber wenn ich eins weiß, ist, dass unser Umgang mit diesen Phänomenen kulturell auf jeden Fall falsch ist und gewaltvoll ist. Und dass die Menschen, die es vielleicht aus den besten Motiven irgendwie mal angefangen haben, nicht mehr mitkriegen, wie sie Leiden erzeugen, das vermeidbar wäre. Wie sie Menschen abschneiden von Möglichkeiten, die sie hätten. Glücklich zu sein und Verbindung zu erleben. Bei dieser Beziehungsverlust, dieser Totalverlust von Beziehung. Ich glaube, das ist das, was dich in dem Erleben einkesselt, in dem du nicht mehr unterscheiden kannst, nicht mehr weißt und dich nicht mehr orientierst und in dem alles geschluckt ist, aber nicht auf eine spirituelle Art, wo man irgendwie noch Kontakt finden kann zu was anderem, sondern wirklich verloren geht. Da kann man richtig, also, und das erzeugt Leiden, das nicht sein müsste. Es müsste nicht sein. Wie man es löst, weiß ich nicht. Aber für mich ist dieser Aspekt des Klinischen, diese Dimension des Unterschiedes zwischen pathologisch und normal, den Menschen entscheiden, häufig ohne diese Erfahrungswelten zu kennen, was ich für fatal halte. Diesen Umgang mit dem Wahn irgendwie zu lernen, irgendeine Möglichkeit zu finden, das wirklich direkter und anfassbarer zu beforschen, bevor man darauf losgelassen wird, für Leute, die das erleben, die letzte Autorität zu sein, die darüber entscheidet, ob sie noch am Leben teilnehmen können oder nicht. Das finde ich fatal. Das ist ein Riesenproblem meiner Ansicht nach. Und das würde ganz viel ändern. Es würde eine Gesellschaft wahnsinnig ändern. Wahnsinnig. Also einen Sinn dafür zu haben, was Wahn bedeuten kann, weil wir anders miteinander umgehen müssten. Ja. Hm. Danke dir sehr. Ich unterstreiche jedes Wort und habe das Gefühl, es ist wie, ich will jetzt irgendwie gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde es wahnsinnig schön und kraftvoll und rund und sehe aber gleichzeitig an diesem Bild von oder diesem Thema von Wahnsinn, wie so, wir haben die unterste Oktave des ganzen Dings offiziell jetzt mal irgendwie verstanden. Und auf Hm. der Ebene ja, rücken wir dann an mit allen möglichen Tools und tollen Ideen, wie man das Leiden da irgendwie wegkriegt und das Problem und das ganze Phänomen und all die Oktaven darüber, was sich da freisetzt an Einsicht, an Kraft, an Öffnung, an Riss und an Heilung. All das haben wir nicht mal in Ansätzen berührt. Also wie multidimensional uns das durch den Kosmos schießen kann, wenn wir wenigstens mal an der Stelle von Wahnsinn aufhören wegzurennen und es zu anderen zu schieben. Ja, lass uns an der Stelle super gerne nochmal eintauchen. Also gerade Wahnsinn und Hm. Spiritualität und Bewusstsein, glaube ich, ist ein unglaublich tiefes, kraftvolles Feld. Danke, Nina. Danke, Idan. Es ist in der Verzweiflung eine merkwürdige Zufriedenheit, weil wir wenigstens reingucken. Mhm. Ja, und es ist wieder auch wie ähm, einer dieser Punkte von, wir können die ganze Zeit sagen, wir sind auf dem Punkt. Wir können die ganze Zeit sagen, wir fahren im Turbo-Speed hier die Serpentinen lang. Und genauso ist es wie, das ist total real, die volle Verzweiflung. Und es ist
von der anderen Seite aus genau dasselbe Ding mit einem Gramm mehr Hingabe zutiefst zufrieden. Es ist zutiefst satt und richtig und auf den Punkt. Und auch da wieder finde ich, ich mag mich nicht entscheiden wollen. Ich möchte verzweifelt sein dürfen. Mhm. Aber ich möchte auch sagen dürfen, nein, ich habe nicht gesagt, ich habe ein Problem. Ich bin nur verzweifelt. Es ist nur tragisch. Ja, es ist Ein nur Tunnel. schmerzhaft. Ja.